Wir waren 2 Monate in Griechenland mit unserem Campervan unterwegs und die meiste Zeit davon auf der Peloponnes und haben dabei einiges erlebt. Ja, wir haben uns unsere Highlights und vielleicht sogar ein paar Geheimtipps zusammengefasst. Und vielleicht ist ja für den einen oder anderen was dabei bei seiner nächsten Griechenlandreise. Wir wünschen euch viel Spaß. Viel Spaß! Ein wirklicher Geheimtipp ist das Piratendorf Mizapos Mani. Das ist ein sehr kleiner, verfallener Fischerort, der auch wirklich sehr verlassen wirkt. Viele Häuser stehen leer. Der Ort liegt an einer sehr zerklüfteten Küstenlinie, ist natürlich gut für Piraten, für Verstecke. Es gibt auch eine kleine kreisrunde Bucht, absolut sehenswert, muss man mal gesehen haben. Wir waren quasi allein, wir haben keine anderen Touristen gesehen, das scheint ein wirklicher Geheimtipp zu sein. Eine unserer Wanderungen führte uns zum Kap Tinaro. Das ist die Südspitze der Halbinsel Mani und somit auch der südlichste Punkt der Balkanhalbinsel. Dort ist es sehr schön zu wandern, am besten aber nicht in der Mittagshitze, weil es gibt absolut keinen Schatten. Die Belohnung ist dann aber der super schöne Leuchtturm am Ende vom Kap und man wandert ständig entlang der Küste. Am Wegesrand sind auch viele Insekten und Pflanzen zu sehen, die wir jetzt bei uns in Deutschland noch nicht gesehen haben. Außerdem auf dem Weg dorthin findet man Reste von einem römischen Bad mit ganz vielen Mosaikböden und den Resten dieses Bades. Es gibt auch noch das Todesorakel des Poseidon. Dort werden ganz viele Glücksbringer hinterlassen. Man wünscht sich dort Glück für die Zukunft. Wir haben uns natürlich viel Glück für unsere weitere Reise gewünscht. Ein wirklich einzigartiges Erlebnis ist die Zahnradbahn Diakopto. Sowas haben wir noch nie gesehen. Man kann mit der Zahnradbahn nach oben fahren und entlang der Gleise wieder zum Meer runterwandern. Man kann ganz hoch fahren zu einem Ort, der soll auch sehr schön sein. Das haben wir jetzt aus Zeitgründen nicht gemacht. Wir sind an der zweiten Station ausgestiegen und dann wieder runtergewandert. Die Wanderung hat dann ungefähr 3 Stunden gedauert. Es ist auch ungefährlich, an den Gleisen entlang zu wandern, denn die Bahn ist sehr langsam und fährt nur wenige Male am Tag. Man sollte aber unbedingt festes Schuhwerk tragen und schwindelfrei sein, denn man geht an vielen Abhängen entlang und muss diverse Brücken überwinden, die nur spärlich abgesperrt sind. Man geht also durch ein sehr enges Tal runter, durch viele Tunnel, über Brücken und an Wasserfällen entlang. Das sollte man unbedingt mal gemacht haben, wenn man an der Peloponnes ist. Das ist wirklich einzigartig und haben wir so noch nie erlebt. Wir hatten auf unserer Reise ja sehr viele coole, besondere Stellplätze. Aber der Elea Beach, der hat uns echt besonders gut gefallen. Es ist ein ewig langer Sandstrand, ungefähr 10 Kilometer lang. Und es ist ein sogenannter Aussteigerstrand. Man hat hinten im Rücken mega schön den Pinienwald und direkt vor der Haustür hat man die Dünen und den Sandstrand. Im ganzen Wald sind dann auch verteilt so selbst gebastelte Skulpturen, kleine Traumfänger oder zum Beispiel ein selbstgebautes Bücherregal haben wir entdeckt. Und es gibt auch eine Wasserversorgung, Mülltonnen, ist in der Richtung alles vorhanden. Untertags kommen dann auch manchmal sogar Händler vorbei mit ihrem Auto, sprich sie haben dann lokale Spezialitäten dabei, wie Wein, Gemüse und wir haben sogar ein Schild entdeckt, man kann sich sogar einen Friseur buchen anscheinend. Genau, was auch sehr besonders ist an dem Strand, ist ein Schildkröten-Nistplatz und der Strand zählt zu den größten Eiablagerungsorten der Schildkröten. Die Brutzeit ist von Ende Mai bis August. Also zu der Zeit sollte man nochmal besonders darauf achten, dass man nicht in die Dünen fährt und ja, dass man eher auf den Wegen bleibt. Deswegen zählt der Strand auch als Naturschutzgebiet. Ebenfalls einzigartig an der Peloponnes ist das Dimitros Schiffswrack.
Das Schiffswrack ist 1881 gestrandet, weil der Kapitän im Krankenhaus war. Es liegt direkt am Strand, man kann also außen rumschwimmen oder das Wrack vom Strand aus erkunden. Da das Schiff schon sehr lange am Strand liegt und entsprechend verrostet ist, ist es wirklich interessant anzuschauen. Es ist übersät mit Graffitis und Kunstwerken. Vor allem morgens sind das Licht und die Farben absolut beeindruckend, denn dann wird das Schiff von Strandseite angeleuchtet und ist noch beeindruckender. Direkt daneben gibt es auch einen kleinen Stellplatz direkt am Strand hinter den Dünen. Ist meist relativ voll, aber wenn man mittags anreist, absolut kein Problem. Wenn man in Mani unterwegs ist, sollte man auf jeden Fall Limeni besuchen. Das ist ein richtig süßer kleiner Ort in einer malerischen Bucht, direkt an der Küste. Das Wasser türkis, glasklar, soweit das Auge reicht. Also das sieht aus wie aus einem Reisekatalog. Das muss man einfach in live gesehen haben. In der Hauptsaison ist ja allerdings bestimmt relativ viel los. Wir hatten natürlich jetzt wieder das Glück, dass sehr wenig los war. Ein paar Touristen, die durch den Ort geschlendert sind und ein paar kleine Boote, die zu beobachten waren. Es gibt hier im ganzen Ort verteilt kleine schnucklige Restaurants und Bars. Und auf jeden Fall, wenn man hier in der Nähe ist, sollte man unbedingt hierher schauen. Für uns zählt es auf jeden Fall zu eines der schönsten Dörfern hier auf der Peloponnes. Wenn man auf sowas steht, sollte man unbedingt dort vorbeifahren. Und zwar am Saladi Beach Hotel. Das ist ein verlassenes Hotel, was in den 90ern geschlossen wurde. Das war früher mal ein FKK-Hotel, wurde allerdings aufgrund von Protesten geschlossen und danach eben alles stehen und liegen gelassen. Das Hotel ist übersät mit Graffitis und Street Art. Überall liegen noch Gegenstände aus der damaligen Zeit herum. Es ist wirklich interessant, da einfach mal zu stöbern. Man kann durch das ganze Hotel gehen und sogar oben aufs Dach und hat von dort aus eine geniale Aussicht auf die Bucht. Direkt vor dem Hotel gibt es einen sehr langen Strand, wo man sich auch überall mit dem Wohnmobil hinstellen kann. Denn das ist gewissermaßen ein Aussteigerstrand und mehrmals am Tag kommen auch fahrende Händler vorbei. Das Meer an der Peloponnes war ja immer sehr, sehr schön, aber hier einfach der absolute Wahnsinn. Wir haben hier den Geopark von Agios Nikolaos besucht. Der liegt an einer Sandsteinküste mit glasklarem türkisen Wasser. Einfach wieder der Wahnsinn. Hier gibt es einige geologische Besonderheiten zu entdecken, wie zum Beispiel Versteinerungen ringsherum, die an der Oberfläche herausragen. Zum Beispiel versteinerte Baumstämme und Muscheln. Und an den Wanderpfaden entlang gibt es auch überall wilde Kräuter, wie zum Beispiel Rosmarin. Es gibt auch super Badestellen, mehrere kleine Buchten. Manche sind mit Badezugang, manche nicht. Es gibt hier auch einen super Wanderweg die Küste entlang. Für uns war es allerdings ein bisschen zu heiß, aber der Weg ist auch auf Google Maps eingezeichnet. Also ist hier für jeden was geboten. Die wohl schönsten Strände gibt es auf Elafonissos. Das ist eine sehr kleine Insel, sie liegt sehr nah am Festland und man kann auch unkompliziert mit der Fähre in 20 Minuten rüberfahren und braucht auch keine Reservierung. Auf der Insel gibt es mehrere weiße Sandstrände mit kristallklarem Wasser. An den Stränden gibt es auch geniale Stellplätze. In der Hauptsaison ist es wahrscheinlich aber relativ schwierig, dort einen Platz zu bekommen. Die Besonderheit auf der Insel ist der zweigeteilte Strand am Simos Beach. Das ist eine sehr große und eine sehr kleine Bucht, beide absolut schön und sehenswert. Man sollte allerdings nicht nur am Strand liegen, denn es gibt auch eine kleine Höhle zu besichtigen. Der Aufstieg lohnt sich und dauert auch nicht wirklich lang. Wir haben zu Elafonissos ein eigenes Video gemacht, wo wir detailliert nochmal auf alles Mögliche eingehen. Schau dir das am besten an, wenn es dich wirklich interessiert. Die Dolinen von Didima. Hier sind wir selber auf Empfehlung hergekommen und es hat sich wirklich gelohnt. Es handelt sich dabei um sogenannte Erdfälle. Das Wasser hat also das Gestein unterspült und der Boden ist dann irgendwann kreisrund eingebrochen. Schaut wirklich spektakulär aus.
Es gibt sogar 2 Dolinen, die eine größer, die andere kleiner. Was wirklich sehenswert ist, sind die kleinen Kapellen. Also es gibt unten in der Doline 2 Kapellen, die sind in den Berg eingebaut und die muss man sich unbedingt anschauen. Und wenn es wirklich heiß ist, ist es dann auch noch eine willkommene Abkühlung. Eine wirklich besondere Stadt ist Monemvasia. Das ist eine uralte Stadt auf einer kleinen Insel. Die Stadt ist von einer Mauer umgeben und liegt direkt am Meer. Es sind wirklich super enge Gassen. In der Stadt gibt es keine Autos, weil es eben auch keine Straßen gibt. Es ist touristisch, aber trotzdem wirklich schön mit super Restaurants und kleinen Bars. Auf dem Berg ist eine Festung, aber allein der Ort ist schon absolut sehenswert. Einfach durch die Stadt schlendern und die Postkartenmotive aufsaugen. Vermutlich ist es klug, Monemvasia eher nachmittags oder abends zu besuchen, denn dann liegt die Stadt im Schatten und es ist nicht ganz so heiß. Auch unbedingt erwähnen muss man die Voidokilia-Bucht, auch Ochsenbauchbucht genannt. Ist zwar kein Geheimtipp, aber es muss auf jeden Fall mit hier rein. Auf beiden Seiten der Bucht sind Ruinen auf den Hügeln. Die auf der rechten Seite ist jetzt nicht so spektakulär, da gibt es nicht wirklich was zu sehen. Aber auf der linken Seite ist eine riesige Ruine und auf halbem Weg gibt es auch noch eine riesengroße Höhle. Das ist auf jeden Fall sehr spannend, sehr sehenswert. Der Weg dort hoch ist auch ziemlich cool. Man muss auf jeden Fall schon trittsicher sein. Ansonsten gibt es aber auch noch die Möglichkeit, auf der Südseite hochzuwandern. Diesen Weg haben wir allerdings für uns zum Runtergehen ausgewählt. Die ganze Wanderung dauert dann insgesamt so 2 bis 3 Stunden. Der Strand an sich, die ganze Bucht ist auch wieder ein Highlight. Das Wasser ist glasklar, weißer Sand und man kann super schnorcheln gehen. Und zu guter Letzt noch eine klassische Sehenswürdigkeit. Sowas machen wir relativ selten. Wir waren in Olympia. Das hat uns wirklich sehr gut gefallen. Da kann man durch die Ausgrabungsstätten schlendern und sich alles anschauen. Es finden auch immer noch Ausgrabungen statt. Das ist echt ein imposantes Gelände. Es stehen überall noch riesige Säulen und man kann sich die alten Gebäude anschauen. Das ist wirklich schön und wenn das Wetter es hergibt, unbedingt machen. Wenn das Wetter umschlägt, kann man auch in die Museen gehen. Es gibt ein Museum über die Stadt Olympia und ein Museum über die Olympischen Spiele mit wirklich sehr schönen Ausstellungsstücken. Große Figuren, interessante Vasen, Münzen, da ist alles dabei. Das ist wirklich schön. Wir sind normal keine Museumsgänger, aber das hat uns wirklich gut gefallen. Die Strände und Stellplätze auf der Peloponnes sind einfach genial. Es laufen Tiere frei rum, Flüsse fließen durch die Strände ins Meer. Wir hatten ganz oft sehr abgelegene Stellplätze und waren ganz allein. Allgemein ein absolutes Camperparadies. An der Peloponnes hat es uns wirklich super gefallen. Es gibt einfach unglaublich viel zu sehen und zu entdecken. Nicht alles hat es in dieses Video geschafft. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns nächste Woche wieder.